Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es gibt News aus dem Hause Ice River. Viele von euch haben ja einen Ice River Miner zu Hause stehen, beziehungsweise KS0 Pro, KS0 Ultra, hast du es nicht gesehen, also was in die Kasper-Richtung geht. Und es gab jetzt News beziehungsweise ein Announcement auf X, beziehungsweise früher Twitter. Ice River hat halt eben hier gepostet, dass halt eine Bombe gezündet wird nächste Woche. Sinngemäß, es wird von Ice River ein Alephium Miner geben. Das heißt, entweder einen kleinen Alephium Home Miner oder halt eben den richtigen Alephium Miner, also die großen Miner, die richtig viel Strom verbrauchen. Ich persönlich hoffe auf einen Alephium Home Miner, das heißt so einen kleinen, also ähnlich wie der KS0 Ultra oder KS0 Pro, mit weniger Hashrate, aber dafür halt eben auch zu einem fairen Preis. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Also hier seht ihr nochmal die Announcement sozusagen. Das heißt, hier steht es drin: New Series of Ice River ASIC is coming next Monday. Alephium Series ASIC. Und das freut uns natürlich, weil es gibt ja auch schon einige Alephium-Miner von Goldshell. Gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Und wenn natürlich jetzt Ice River um die Ecke kommt, mit einem guten Miner, mit einem fairen Preis, denke ich mal, ist das auch was für uns, beziehungsweise für euch, beziehungsweise für unsere Community. By the way, es wird mir hier angezeigt, unser 24-Stunden-Node-Scammer in Anführungsstrichen. Also hier müsst ihr aufpassen bei vielen Projekten, was der gute Mann vorstellt. Ist er auch wieder gesperrt worden von dem Projekt, was er promotet hat. Naja, also wie gesagt, die Node ist immer so ein bisschen so ein scammy Business, sage ich jetzt mal. Aber darum geht es nicht. Es geht jetzt halt eben um den Ice River ASIC beziehungsweise um den Alephium Miner. Also ich habe schon mal geschaut, es gibt bis jetzt nur diesen Eintrag hier auf Twitter beziehungsweise X. Ich bin mal auf die Seite von Ice River gegangen und habe mal geschaut, ob es schon was drin ist, aber nee, es ist nichts drin, sind halt eben die Standards halt hier dementsprechend drin, seht ihr hier. Momentan der absolute Klassiker ist halt eben der Ice River KS0 Ultra. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, die offizielle Website ist iceriver.io. Bitte vorsichtig, wo ihr eure Mana kauft. Es sind viele Fake-Shops aktuell im Umlauf bzw. online. Von daher seid immer vorsichtig. Bestellt hier bzw. ihr habt auch eure Bezugsquellen. Ich glaube, meinshop.eu ist auch noch so ein Shop, den ich als Trusted eingestuft habe. Ich da auch schon was bestellt habe. Das hat alles funktioniert und viele von euch auch. Beziehungsweise bei Nhash kann man auch bestellen. Da dauert es halt eben ein bisschen länger. Aber ihr müsst halt eben selbst entscheiden, wo ihr eure Hardware bezieht. Aber guckt es euch bitte nochmal in Ruhe an. Do your own research. Ihr wisst, ruckzuck seid ihr gescammt, da ist die Kohle weg. Und gerade in dem Bereich müsst ihr sowieso USDT verschicken. Das heißt, ihr habt oft keine Möglichkeit mit PayPal oder irgendwas zu bezahlen. Von daher ist auch relativ schnell die Kohle letztendlich weg. Wir gucken uns mal ein Modell an Alephium, also was Alephium unterstützt. Und zwar hat Goldshell ja die AL-Boxen rausgehauen. Es gibt die AL-Box 1 und es gibt die AL-Box 2. Das heißt, ich habe mir mal bei MindTheASIC die AL-Box 2 rausgesucht. Hier haben wir halt eben 720 Gigahash Leistung, also Mining-Leistung bei 360 Watt Stromverbrauch. Und hier ist es halt eben so, ihr seht hier, also der Coin ist Alephium, Black 3 ist halt eben der Algorithmus. Ihr seht hier, ihr macht mit dem Teil 32,69 Profit am Tag, also 18,8 Alephium. Das heißt, der Return on Invest ist normalerweise bei 6,1 Monaten, aber die Teile sind halt eben auch sauteuer. Gell? Also ich habe mal die Stromkosten auf 40 Cent pro Kilowattstunde eingestellt, was in etwa der durchschnittliche Bundesstromdurchschnitt darstellt. Das heißt, hier die täglichen Einnahmen belaufen sich aktuell bei 36,14 Dollar. Das heißt, da müssen nochmal 3,46 an Strom abgezogen werden. Das heißt, wir liegen hier im Profit am Tag von ungefähr 30 Euro. Wir müssen Euro umrechnen. Auf den Monat gesehen seht ihr, hier sind wir da zwar zwischen 940 und 950 Euro. Und hier aufs Jahr gesehen, sagen wir mal, naja, hochgerechnet könnten es schon 10.000 sein. Aber wie gesagt, der Miner ist wirklich teuer. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und desto mehr Miner auf den Markt geworfen werden, desto höher geht natürlich die Hashrate allgemein. Auch der Schwierigkeitsgrad erhöht sich. Ich denke mal, die Thematik sollte euch bekannt sein. Und aktuell haben wir auch noch so ein bisschen so ein, ich sag mal, einen Peak drin im Kurs. Ja, das heißt, momentan lohnt sich das eigentlich wirklich. Ja, wenn wir mal uns den Chart angucken, was hier in den letzten 24 Stunden los ist. Ihr seht hier im Alephium-Bereich, das heißt, wir haben jetzt in den letzten 24 Stunden eine Preissteigerung von 66,15%. Das heißt, aktuell liegt der Alephium-Kurs bei 1,88, also ein Dollar, also ungefähr 1,85
1,75 bis 1,80 an Euros. Seht ihr hier, ist natürlich die Preissteigerung drin von 1,12 auf 1,88. Da kann natürlich auch das Gegenteil sein, dass sich der Kurs wieder einpendelt, reguliert nach unten geht. Ihr wisst, wie es ist im Crypto-Space. Das kann natürlich relativ schnell gehen und da ist das wieder quasi weg, dieser Profit in Anführungsstrichen, beziehungsweise dieser Spitze sozusagen. Ja, was natürlich auch, was ich immer wieder dazu erwähnen muss, ihr seht natürlich hier auch drüben auf der Seite, natürlich haut Endminer auch wieder ein Alephium-Miner raus, der halt eben mit 15,6 Terahash um die Ecke kommt mit 3510 Watt, wo ein Miner 29.260 Dollar kostet und das ist immer eine Hausnummer. Und letztendlich sind es ja meistens nicht die kleinen Miner, wie zum Beispiel die von Ice River oder von Goldshell, die halt eben dementsprechend den Schwierigkeitsgrad so nach oben treiben, sondern es sind eigentlich mehr so die Endminer, beziehungsweise die Geräte von Bitmain, die auf den Markt geworfen werden, die wirklich eine extrem hohe Hashing-Leistung haben. Und da kannst du halt eben, keine Ahnung, gegen einen großen 20, 30, 40 kleine gegenstellen, wenn du, also wenn es reicht. Ja, aber ja, das ist halt eben schon was für den Profi-Mining-Geschichte und das ist halt eben auch, wo dann halt eben am Tag 500, 600 Euro bei rumkommen. Aber da braucht man das nötige Kleingeld letztendlich dazu. Ja, die AL-Box 2, das ist quasi die, was ich euch gerade hier bei MindTheASIC gezeigt habe, also der hier, wo ihr die, sagen wir mal, rund gerechnet 30 Euro am Tag macht, die AL-Box 2, kann man zum Beispiel bei Bitmars beziehen. Ihr seht aber hier einen Preis, wir sind hier bei 5.480 Dollar. Da kommt natürlich noch eine Pauschale dazu, da kommt noch der Versand dazu und die Einfuhrumsatzsteuer, die bei knapp 5.500 Dollar hier extrem reinkommt. Also wenn ihr nochmal ungefähr 20% an Einfuhrumsatzsteuer draufrechnet, dann sind das auch fast nochmal, ja, ein Tausender, was ihr halt eben noch drauf kalkulieren müsst. Und das wird natürlich auch dann dementsprechend teuer, sage ich jetzt mal. Aber ihr wisst, ihr kennt ja die Geschichte, genau. Und also bei Bitmars ist das hier die AL-Box 2 zu finden. Und ich habe die AL-Box 2 auch nochmal bei Million Miner gesehen. Also Million Miner ist auch ein Shop. Die sitzen sogar hier in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Also ihr habt da auch eine sichere Zahlungsmöglichkeit. Ihr seht aber auch hier, das würde halt eben 6.750 Euro kosten. DTP bereits verzollt und kostenloser Versand. Das heißt, hier wäre das die Endsumme, was auch in etwa hier, wenn man es grob kalkuliert, ist. Also die 5.500 plus 1.000 Euro Einfuhrumsatzsteuer, sind wir bei knapp 6,5, bisschen Steuer noch mit, also beziehungsweise Versand dazu. Das seid ihr hier mit 6.750. Das ist in etwa der Endpreis für die AL-Box 2, die halt eben momentan auf dem Markt ist, die halt eben auch die 30 Dollar letztendlich am Tag bringt. Ja, letztendlich sind wir aber auch gespannt, was jetzt hier am Montag kommt, weil ja, Ice River ist mehr oder minder so ein bisschen bekannt geworden durch die ganzen Kleinminer, die letztendlich verkauft werden. Also ihr seht zum Beispiel hier beim KS0 Ultra, vorher war der KS0 Pro und der KS0, das heißt, da gab es ja unterschiedliche Serien, unterschiedliche Chargen, die sind halt eben immer wieder stärker geworden von der Leistung her. Aber ihr wisst, wie es ist im Kasper-Bereich, der Schwierigkeitsgrad ist natürlich enorm gestiegen, ja, weil halt eben auch die Hashing-Leistung allgemein im Netzwerk extrem hochgegangen ist. Nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier kommen wird. Ja, weil meine Wunschvorstellung für uns wäre, beziehungsweise auch für euch, dass halt eben ein günstiger Miner auf den Markt kommt, sowas ähnliches wie der KS0 Ultra, halt eben mit dem Algorithmus Blake 3, dass halt eben Alephium für einen relativ günstigen Minerpreis geschürft werden kann, weil Alephium ist bei weitem noch nicht so verhasht, ist vielleicht der falsche Begriff, aber nicht so überhasht sozusagen wie jetzt im Kasper-Bereich, weil Kasper und ist meine Meinung, wir haben sehr oft gefragt, wie verhält sich das? Ich meine, der KS0 Ultra, klar, sicherlich, der macht am Tag ein bisschen was und ich sage auch hodeln, das wird sich irgendwann lohnen. Allerdings, man muss die Stromkosten draufrechnen. Ich meine, das Teil verbraucht 100 Watt, das ist im normalen Haushalt, sind das schon ein paar Euros im Monat. KS0 Ultra ist für mich zum Beispiel ein schönes Projekt, was günstig ist, ich sage es mal ganz einfach so, was mit einer PV-Anlage überhaupt nicht auffällt im Haushalt und was auch irgendwann wird es nochmal einen profitablen Coin geben, der halt eben hier gemeint werden kann über eine KS-Box sozusagen.
also über einen K-Heavy-Hash-Algorithmus, aber ich kann euch da ja nichts versprechen sozusagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Ice River da auf den Markt wirft. Werde euch natürlich, was das Thema angeht, auf den Laufenden halten. Ansonsten für alle, die nicht wissen, was Alephium ist, alephium.org ist die Website. Hier wird nochmal quasi alles erklärt. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Wofür das Ganze da ist, Technologie ist eine Layer 1 Blockchain. Also es ist keine Subchain oder nichts, was auf irgendeinem Netzwerk basiert, sondern Alephium ist ja quasi Standalone als Coin. Ja, und hier seht ihr nochmal, was alles möglich ist. Und guckt es euch einfach mal an. Und ja, wie gesagt, für mich klingt das relativ interessant. Und wenn halt eben Ice River wirklich da einen ordentlichen Preis auf den Markt wirft, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Ganze wird. Und ich habe es ja schon gesagt, ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Ja, Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.